Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, die Filmgeeks. Heute beschäftigen wir uns mit dem neuesten Science-Fiction-Action-Thriller vom Regisseur Christopher Nolan, nämlich den 2020 erschienenen Tenet. Tenet ist ein interessantes Werk von Nolan. Wir haben es seit seiner Veröffentlichung nun mehrmals gesehen, weil wir wussten, dass das einmalige Anschauen nicht ausreichen würde, um den Film gleichzeitig zu verstehen und unsere Meinung komplett bilden zu können. Beim ersten Mal hatte ich persönlich nicht allzu hohe Erwartungen, um ehrlich zu sein, aber ich hatte auch versucht, so aufgeschlossen wie möglich an den Film heranzugehen. Die 150 Minuten, die uns dann zügig überrollten, brachten viele Fragen und auch unsichere Gefühle mit sich, die uns letztendlich unentschlossen im Kinosaal ließen. Der zweite Kinobesuch hat definitiv einiges aufgeklärt in Bezug auf die Stärken und Schwächen. Da es sich um einen weiteren Film von Christopher Nolan handelt, gibt es natürlich einiges zu berücksichtigen. Insbesondere wenn es um das hier vorgeführte Handwerk geht. Die Regie ist solide, die Handlung ist definitiv komplexer als andere, eher gewöhnliche Actionfilme. Die Schauspieler sind unterhaltsam, das Actionspektakel ist da, das Tempo ist ziemlich flott und wenn man sich trotz der zuerst verwirrenden Handlung unter anderem durch die Actionsequenzen unterhalten lassen kann, dann wird man auf jeden Fall Spaß haben mit Tenet. Wenn sie jedoch massive Probleme haben mit Aspekten wie unter anderem tonnenweise Exposition, Charaktere, die eher als Zahnräder in der großen Plotmaschine fungieren, anstatt wie echte Menschen, und eine Notwendigkeit für große Action-Set-Pieces, um das Interesse des Zuschauers aufrechtzuerhalten, dann wird ihnen Tenet mit Sicherheit nicht großartig gefallen. Obwohl dies ein weiteres Zeitreisenabenteuer von Nolan ist, scheint es im Vergleich zu seinen früheren Werken an einigen Ecken etwas schwächer gestaltet zu sein. Insbesondere, wenn wir es mit Inception vergleichen, das 10 Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Auch wenn beide Filme sich definitiv unterscheiden in vielen Aspekten, fanden wir es trotzdem glaubwürdiger und fesselnder, wie in Inception die Charaktere ihre Fähigkeiten eingesetzt haben, um die dortigen Probleme zu lösen, die während der Laufzeit auftraten. Zudem hatte man ihnen viel mehr Zeit gewidmet, um sie passend zu entwickeln. Hier geht es im Gegensatz dazu jedoch mehr um das Spektakel und die Umsetzung von coolen konzeptionellen Ideen, die zum Inversion-Aspekt der Geschichte passen und den Zuschauer natürlich unterhalten. Wir möchten natürlich keine neuen narrativen Entscheidungen von Nolan diskreditieren, die sich von seinen früheren Projekten unterscheiden, aber als jemand, der normalerweise seine Charaktere als Hauptpriorität sieht, bevor er zu den umwerfenden Action-Sequenzen rübergeht, kam es uns eher so vor, als wäre das in diesem Fall umgekehrt. Leider haben die Charaktere nur kleine Momente der Chemie, die beispielsweise in Szenen zwischen John David Washington als den Protagonisten und Robert Pattinson als Neil auftreten. In der restlichen Zeit sprechen sie hauptsächlich über das Wie, Warum und Was bezüglich der bevorstehenden Missionen, bei denen sie damit beschäftigt sind, die Welt vor einem zeitreisenden russischen Oligarch mit dem Namen Andrei Sator zu retten. Die Beziehung zwischen Sator, gespielt von Kenneth Branagh, und seiner Frau Kat, gespielt von Elizabeth Debicki, nimmt viel Zeit im Film ein und wäre eventuell ein Weg gewesen, etwas Charaktertiefe im Film zu haben, aber mehr als eine nennenswerte Situation aus der Vergangenheit, ihren gemeinsamen Sohn und ihren Streitgesprächen gibt es nicht viel mehr zu sagen und in diesem Aspekt der Geschichte mehr einzutauchen, würde in gewissem Maße einiges von der Handlung spoilern. Was das Drehbuch betrifft, ohne Rücksicht auf die Exposition, enthält es einige interessante Ideen und Richtungen bezüglich der hier vorhandenen Zeitreise, die durch geheimnisvolle Mittel, die die Entropie von Gegenständen umkehrt, ermöglicht werden kann. Nolans Art, auftretende Fragen im Laufe der Handlung teilweise, aber nicht immer, zu beantworten, ist ebenfalls ziemlich befriedigend. Der Film erfordert schon einiges an Denkfähigkeit, da unter anderem wegen dem schnellen Tempo Sachen teilweise sehr schnell runtergerattert werden, als wären diese nichts Außergewöhnliches. Und
Aufgrund dessen kann es beim ersten Anschauen zu Verwirrungen kommen. Das Skript für die Charaktere ist letztendlich ausreichend, gehört aber auf keinen Fall zu Nolans bestem Material. Hauptsächlich, weil es mit ständigen Erklärungen beschäftigt ist und nicht so charakterfokussiert ist, wie wir es uns erhofft hatten. Dadurch balanciert die Handlung im schlimmsten Fall zwischen einer bestimmten Oberflächlichkeit und dem Eindruck, etwas voll von sich zu sein, da das Konzept hier die größte Rolle spielt. Wenn es um die Struktur geht, denken wir, dass es Zuschauer spalten könnte, je nachdem, ob sie konventionell laufende Geschichten mögen oder nicht. Zur Mitte hin gibt es eine Art Wendung für die Charaktere und ihre Reise, und obwohl wir dies früh erkannt hatten, war der einzigartige Weg, wie dies inszeniert wurde, zugegebenermaßen spannend. Kommen wir zu den Schauspielern. Wie bereits erwähnt, sind alle in Ordnung. Die Highlights für uns waren wahrscheinlich Kenneth Branagh und Robert Pattinson. Branagh als Sator war unserer Meinung nach eine sehr bedrohliche Präsenz, die umso interessanter wurde, je klarer seine Pläne und Motive wurden. Und Pattinson als Neil bringt zur Abwechslung einiges an Humor und Charisma in den Film, die auf jeden Fall mit der überwiegend ernsten Stimmung hilft. John David Washington als den Protagonisten ist sicherlich kein uninteressanter Charakter. Er ist nur für den größten Teil der Laufzeit eher eine mysteriöse Person, wie der namenlose Titel andeutet, und lässt dem Zuschauer nicht unbedingt viel im Sinne von Anschluss, außer seiner gelegentlichen Witze und seinen Leistungen in den actionreichen Missionen. Kommen wir nun zum Action, und dazu müssen wir sagen, sind die Actionsequenzen so ziemlich das Beste, was Tenet dem Zuschauer bieten kann. Sie haben dafür gesorgt, dass wir als Zuschauer immer wieder sofort ins Geschehen involviert waren, und der ganze Aufwand für die praktischen Stunts, Choreografie, Kamera und Musik, um nur einige Punkte zu nennen, hat sich extrem gelohnt, wenn man das Endprodukt sieht. Ludwig Göranssons Soundtrack ist verglichen zu Nolans Zusammenarbeit mit Hans Zimmer sehr frisch. Göransson experimentiert ziemlich viel damit, wie die Instrumentierung und der Fluss der einzelnen Lieder das zentrale Konzept ergänzen und die Ereignisse einiger Szenen widerspiegeln. Es ist laut und basslastig, erinnert einem aber allgemein auf einer positiven Weise an Hans Zimmers Inception-Soundtrack. Auch die Kameraführung von Heute wann heute mal kann nicht unerwähnt bleiben. Seine Arbeit an Interstellar und Dunkirk war bereits großartig, und auch hier ist sie immens fesselnd. Die Optik und das Spektakel sind wirklich sehenswert, auch wenn hier bei den Nahkampfszenen die Kamera etwas zu heftig geschüttelt wird und uns eher an die schlecht gealterten Kampfszenen in Batman Begins erinnerten. Die Spannung ist da, aber durch den schnellen Schnitt wirken die Szenen ein wenig desorientierend, obwohl die Choreografie ganz klar mit toller Leistung von John David Washington ausgeführt wurde. Ist Tenet letztendlich unserer Meinung nach trotz der Kritikpunkte gut? Ja, würden wir sagen. Es ist zwar ein bisschen enttäuschend, wenn man sich Nolans andere Filme ansieht und erkennt, dass er in der Lage ist, sowohl Spektakel als auch eine gute Geschichte mit einem faszinierenden emotionalen Kern und interessanten Charakteren zu balancieren. Trotzdem werden wir den Spaß, den wir mit Tenet hatten, auf keinen Fall ignorieren. Wir empfehlen ihn auf jeden Fall denen, die Nolans frühere Werke mochten, und sich den Film zu Hause in 4K nochmal anzuschauen, war für uns auch ein tolles Erlebnis. Wir geben Tenet am Ende 7 von 10 Punkten. Don't try to understand it. Feel it. Vielen Dank fürs Einschalten, das war unsere Kritik zu Tenet. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wie immer, lasst ein Like oder ein Dislike da, je nachdem, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und bis zum nächsten Video wünschen wir euch wie immer eine good time.